Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe der Schlachtnacht. Unser erster Kandidat ist heute der 1998er TX1 London Taxi Cab. Ja, ich habe schlechte Erfahrungen mit diesem Modell. Jetzt nicht von der Qualität her, sondern der Wiederverkauf ist katastrophal von dem Modell. Nachfrage gleich null. Und ich hatte auch mal die schwarze Version gehabt, dieses klassische Modell. Und ich glaube, das war das Modell, was ich am längsten im Angebot hatte. Bis endlich mal einer den gekauft hat. Ich habe also nichts daran verdient, eher im Gegenteil. Ich habe sogar eher Minus gemacht mit dem Modell, um den endlich mal loszuwerden. Und wir reden hier von einer Preisklasse von unteren Segment, also ja, so zwischen 15 und 50 Euro. Wobei 50 Euro werdet ihr niemals kriegen für dieses Modell. Ich habe den damals für 10 Euro verkauft bekommen, mit Originalverpackung. Ja, weil ihn kein Mensch haben wollte. Gar keiner. Ersatzteile, so lala. Man hat hier das Taxischild verkauft bekommen, die Scheibenwischer hat man wegbekommen, die Antenne, so diese klassischen Dinger gegen Mac. Das Karosserieteil oder die Rohkarosse, null. Die gingen dann irgendwann mal, ich glaube, die sind sogar immer noch im Angebot. Ja. Aber an sich ist das Modell ja eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ein Rechtslenker, man kann die hinteren Türen aufmachen, da kann man seine kleine Playmobil-Figürchen reintun und man kann die Motorhaube öffnen. Kofferraumdeckel hinten geht nicht auf, die vorderen Türen auch nicht. Ungewöhnlich, sonst gehen ja immer die vorderen Türen auf und die hinteren nicht. Aber aus irgendeinem Grund haben die es einfach hier mal umgekehrt gemacht. Da waren sie anscheinend lustig drauf. Ja, ansonsten schöne Details hat das Modell, schöne Kennzeichen, hier so richtig schön Englisch, London Taxi, TX1 steht alles schon mal drauf. Sehr viele Details. An sich ist es echt ein schönes Modellauto. Es ist jetzt nicht so ein scheiß Modellauto, wo man sagt, ach du Kacke, was haben die da auf den Markt geworfen? Sondern der ist an sich wirklich gut, nur halt kein Marktwert. Ne? Das ist wirklich ganz schlimm. Selbst neue Modellautos kosten nicht viel oder werden sehr schnell, sehr günstig angeboten. Also eine Wertanlage ist dieses Modell auf gar keinen Fall. Nichtsdestotrotz muss ich den jetzt hier mal zerlegen. So, das ist ja nicht mein erster, den ich zerlegt habe. Und das ist jetzt hier eine Neuauflage auch noch. Das merke ich, weil ich schon 2 Stück bekommen habe. Das ist jetzt der zweite. Vor wenigen Wochen habe ich schon mal ein Modell bekommen zum Verschrotten, aber den habe ich komplett so verkauft, Gott sei Dank. Ihr seht gerade, was da noch defekt hat. Die Stoßstange hinten ist auch kaputt. Wie gesagt, an sich ist das ein schönes Modell, keine Frage. Aber halt nur kein Wert, ne? So. Die Teile, seht ihr, die Stoßstange hinten ist auch defekt. Er kam zu mir über einen Großhändler. Und weil bei Transportschaden halt. Die Verpackung war kaputt. Da hat sich in seiner Verpackung sich rausgebrochen. Beide Spiegel sind abgebrochen, liegen aber bei, Gott sei Dank. Hier sehe ich auch, dass die Stoßstange hinten defekt ist. Also eigentlich im Großen und Ganzen hat er es verdient auf seiner letzten Reise jetzt hier. So, die beiden Spiegel. Die werden wahrscheinlich auch als erstes weg sein von dem Modell. Hier, FIFA werten werde ich jetzt nicht mehr von dem. Die Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Die tue ich mir jetzt hier nicht mehr an. Den Unterboden lasse ich komplett, weil die Felgen sind jetzt keine Schönheit und ich glaube nicht, dass die an irgendein anderes Modell dran schrauben wird. Deswegen lasse ich den Unterboden komplett, wie der ist. Damit man, wenn man zu Hause so ein Modell hat mit einem abgebrochenen Rad, dass man einfach nur den kompletten Unterboden austauschen muss und gut ist. Ne? Ein bisschen Zeitersparnis. Teilewert hat er jetzt auch nicht sehr viel. Also reich werde ich mit dieses Modellauto definitiv nicht. Hoppa. So. Na komm schon. Ich hoffe, ich kriege den Unterboden jetzt auch vernünftig ab. Also Hersteller ist Sunstar, ne? Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt.
Und ich weiß auch nicht, warum die zum Teufel von diesem Modell eine Neuauflage rausgebracht haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Achsaufhängung vorne ist auch defekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Modellauto auch bei Sunster ein Hit war. Und stimmt hier vorne bis hinten nicht an dem Modell, ne? Irgendwo hat er noch 2 Schräubchen. Aha, da im Radkasten. So. Sehr fohlig, an die Schraube dran zu kommen. Den letzten, den ich zerlegt habe, der hatte komplett zerstörten Unterboden. Und da war eigentlich, brauchte ich eigentlich keine Rücksicht mehr drauf zu nehmen. So. So, ist die Radaufhängung jetzt defekt oder nicht? Ja, tatsächlich. Ah, ne, die ist noch rausgehüpft. Gott sei Dank kann man noch reparieren. So, dann gucken wir uns mal die Innenausstattung an. Oh, mit Klappsitze. Nicht schlecht, ne? Rechtslenker, gut, das Armaturenbrett ist absolut lieblos gemacht. Gar nichts farblich abgesetzt. Dafür hat man im Innenraum halt sich mehr Mühe gegeben. Hat man Klappsitze gemacht, keine Gurte. Gut, beim Taxi weiß ich jetzt nicht, ob da wirklich Gurte dabei waren. Aber so wie es aussieht, nicht. Der Motor ist auch gleichzeitig das Scharnier für die Motorhaube. Also vorsichtig, wenn ihr den Motor jetzt abschraubt. Da kommt nämlich auch direkt die Motorhaube hinterher. Mein Gott, was haben die denn gemacht? Aha. Champagnerfarben. Ja, der Motor ist ganz okay geworden. Man hat die Batterie auch angemalt. Hier Wasserbehälter und so alles. Also sieht gar nicht so verkehrt aus, der Motor. Für die Preisklasse absolut in Ordnung. So. So, mein Freund der Dremel muss gleich ran. Weil sehr viel abmontieren kann man bei dem Modell nicht. Ein Scheinwerfer. Der zweite Scheinwerfer. Kühlergrill. Es gibt auch den Vorgänger von dem hier, auch von Mini Champs. Auch nicht schlecht gemacht, aber auch genauso ein Modellauto-Flop wie der von Sunster. Nahezu keine Nachfrage, Rücklicht und keinen besonders hohen Wert. Auch wenn einige Leute den Wert hochhalten versuchen, ist es aber sehr, 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 sehr schwer, ihn zu verkaufen. Auch der von Mini Gems. Nummernschild ist aus Metall, das kriegt man nicht ab. So, jetzt kommt der Dremel. Eine schöne hohe Geschwindigkeit. Und ich bin mir auch schon fast sicher, dass sie gleich die Kamera umhaut.
Ja. Das war's. Das Taxischild darf nicht fehlen. Das ist wahrscheinlich das beliebteste Teil an diesem Modell. So. Ja, das geht auf die Schrottpresse. Geht da schön ein Gewicht darauf und dann ist es platt, das Ding. Ja, werde ich meine Freude haben. Mein Bürokarosse wird mich wahrscheinlich sonst niemals verlassen als über den Altmetallweg. So, Türgriffe gehen auch nicht raus, der Blinker ist angemalt, Tankdeckel ist angemalt. Ja, an sich ist es kein schlechtes Modell, aber es ist nicht der Burner auf dem Modellautomarkt. So, das war Video Nummer 1. 4 Stück kommen noch. Also, ihr habt was zu gucken. Ciao.